Hi, willkommen bei MySupra.de. Mein Name ist Tobi und in dieser ersten Folge zeige ich euch, was ich bereits an meinem Auto gemacht habe, was euch in Zukunft erwarten wird und wo dieser ganze Plan mit diesem Auto und warum ich es auseinandergenommen habe, wo das alles hinführen soll. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Stay tuned. Momentan befinde ich mich eigentlich daran, den Rost hier vorne zu entfernen, beziehungsweise habe ich schon. Bin hingegangen, habe es auch mit Monty MPX an der Stelle den Lack, Grundierung und vor allem die ganze Spachtmasse einfach weggeschliffen und habe gesehen, dass äußere Karosserieblech komplett eingedrückt ist, wie man in dem Bild mal sieht. Und bin dann hingegangen und habe es wirklich großflächig rausgeschnitten. Und danach habe ich festgestellt, dass hinten dran nochmal genau gleiches Blech, einfach das originale Blech hinten dran. Meine Vermutung ist, er hat hier mal einen kleinen Detsch gehabt. Vermutlich vielleicht sogar während der Produktion. Auf jeden Fall muss es passiert sein, bevor die Originalgrundierung und der Originallack drauf gekommen ist. Weil unter denen war es. Das Auto war davor rot, wie man an 2 Stellen noch sieht, wurde in Dänemark dann eben weiß lackiert, aber das war alles unter der Originalgrundierung sogar, unter dem Originalspachtel. Es war nur leicht Spachtel drauf, ganz leicht zum Ausgleichen, wie es auf der anderen Seite auch ist. Auf der anderen Seite ist noch alles original, wie es aus dem Werk gekommen ist. Hier war es genauso der Fall, nur es war ein zweites Blech drüber gesetzt. Hier nochmal ein Bild dazu. Deshalb habe ich mich entschlossen, das komplett rauszuschneiden, wirklich ein neues Blech anzufertigen, reinzusetzen, neu einzuschweißen, zu verzinnen, lackieren und die weiteren Arbeiten an der Karosserie zu machen. Wenn ich das soweit erledigt habe, kann ich an die restliche Arbeit gehen von der Karosserie und kann dann bald mit Unterboden und anfangen. Ich zeige euch das jetzt noch einmal kurz in der Nahaufnahme. Hier kann man jetzt ganz gut erkennen, was ich gemacht habe. Bin hingegangen, habe mir vorher aus 1 mm starkem Elo-verzinkten Karosserieblech ein Teil ausgeschnitten, habe mir vorher eine kleine Schablone aus Papier, habe es ungefähr ausgemessen, habe geschaut, dass ich die ganzen Rundungen mitkriege, weil die Schwierigkeit eigentlich hier ist, die Kurve einigermaßen gut hinzukriegen. Das werde ich nachher noch ein bisschen anpassen, aber prinzipiell fürs erste Mal finde ich, ist es mir recht gut gelungen, das ganze Teil anzufertigen, habe es dann nach unten hin und in der Kurve hin eingeschnitten, damit ich es um die Kurve rumbiegen kann. Und habe jetzt mal die ersten Schweißpunkte gesetzt, beziehungsweise dann einmal leicht Punkt durchgeschweißt, dass wirklich einmal alles sitzt. Werde dann noch ein paar kleine Nachschweißarbeiten machen, bevor ich dann eigentlich hingehe, das Ganze von innen ein bisschen schütze, weil natürlich innen das Steuergerät und alles ist und der Kabelbaum und ähnliches, dass da nichts anfängt zu brennen, so wie ich es eigentlich auch beim Schweißen schon gemacht habe. Und werde dann hingehen und das Ganze noch einmal verzinnt, dass das wirklich dicht und safe ist. Jetzt noch einfach ein paar Worte dazu, was ich in Zukunft noch vorhabe. Den kompletten Unterbodenschutz zu entfernen, das habe ich schon jemand an der Hand, der mir das mit dem Trockeneistrahlen wirklich sauber entfernen kann. Ist eine echt super Sache, müsst ihr euch mal angucken. Ist relativ laut, wird aber so gut eigentlich gemacht, dass das Trockeneis einfach beim Auftreffen komplett verdampft und durch diese verdampfende oder schockgefrierende abrasive Wirkung wird der Lack, der Unterboden, in dem Sinne, wo du es drauf schießt, eigentlich komplett unterwandert, spröde gemacht und sprengt sich vom eigentlichen Material ab. Vorteil dadurch, du kannst Achsen, du kannst Motor, du kannst wirklich alles damit bearbeiten, kannst sogar alles dran verbaut lassen. Es greift kein Gummi an, es passiert nichts. Du kannst alles so, wie es ist, einfach dran hängen lassen, wieder Räder drauf, ab zum Trockeneistrahlen, mit nach Hause nehmen, neu lackieren, Sache erledigt. Früher musste man hingehen, musste wirklich alles Eis drauf reißen, musste die Achsen wegmachen, Getriebe, Motor raus, wirklich kein Gummi mehr dran, damit die Sandstrahlen konnte. Heutzutage ist das alles einfacher, teurer ist es auch nicht. Man ist so für einen kompletten Unterboden so um die 1000 € sind im Schnitt, sie sagen immer je nach Dicke, je nach Stärke vom Unterboden und je nach Größe des Autos zwischen 3 bis 8 Stunden, wo man dran ist. Stundensatz habe ich den günstigsten jetzt gefunden bei 120 €, wenn ich es selber mache, bei 160 €, wenn sie es selber machen, also mit Mannstunden. Das nächste, was dann sein wird, ist, nachdem der komplette Unterboden gemacht ist, ich werde natürlich hier vorne noch weitermachen, werde hier noch alles im Prinzip ein bisschen schön machen, werde es auch grundieren, werde danach hingehen, das Dach noch fertig grundieren, werde den kompletten Innenraum nochmal neu abschleifen und nochmal mit dem Brando Crux Nitrofest erst grundieren und später mit dem Brando Crux 3 in 1 versiegeln, weil das ein bisschen gummiartiger ist.
komme ich aber in dem Produktvideos nochmal separat drauf zu. Gleichzeitig irgendwann größere Bremsanlage, wahrscheinlich von Caseboard, genauso wie das große Luftfahrwerk von Caseboard. Neue Auspuffanlage, Interieur komplett beledern bzw. aus Carbon Teile fertigen oder Originalteile mit Carbon überziehen, da bin ich mir noch unschlüssig, das schaue ich mir noch. Dann bestelle ich noch die ganzen Originalteile wieder, wie die neuen Gummis für die Fenster, für die Türen, fürs Tagerdach, Schrauben, die mir fehlen, kleine Plastikabdeckung, einfach alles wird neu bestellt. Ich mache jedes Mal eine Liste, wenn mir was auffällt, kann die zum Toyota-Händler schicken, er kann mit der Teilenummer, er bestellt mir das, in circa 2 Wochen ist dann alles da, kann ich es abholen. Das sind mittlerweile auch schon fast 2000 Euro, einfach nur wirklich Kleinteile, Gummi, Ersatzteile, Verschleißteile. Sitze alles innen drin auch neu beledern, Armaturenbrett mit Leder beziehen. Dachhimmel neu machen, die kompletten Verkleidungsteile hinten, eventuell eine kleine Anlage rein, bin ich mir aber noch unsicher, weil wahrscheinlich wird es zum Platz ja nicht reichen, weil ich gerne die 2 hinteren Sitze behalten will, aber dann gleichzeitig später auch noch die Ersatzradmulde, die ja eigentlich eh nicht vorhanden ist. Ich muss gucken, wo ich den Tank unterbringe fürs Luftfahrwerk, ob ich den hinten drunter hänge, wo Platz ist, muss er rein. Whitebody Kit, komplette Eigenbau. Den will ich mir komplett selbst modellieren, das wird wahrscheinlich noch die meiste Arbeit. Deshalb habe ich die Karosserie jetzt erstmal komplett grundiert, dass ich da auch wirklich dann mit dem Ton drauf arbeiten kann und mit es so modellieren kann, wie ich will, bis ich es dann später mit GFK und Carbon komplett überziehe und mir dann eigentlich das fertige Bauteil ablösen kann. Ton wieder weg, Karosserieteil wieder dran, Nacharbeiten machen, grundieren, schleifen, lackieren, dran kleben, alles fertig. Bisher bin ich bei knapp 400 Stunden, den ganzen Arbeiten mit Material, Hebebühne, allen Zusatzkosten und bin ich so im Bereich 6000 Euro und bin eben jetzt dran seit, ich sag jetzt mal einem Jahr, anderthalb, habe zwischendrin eine Pause gehabt, wie ihr auch auf der Homepage nachvollziehen könnt, die ganzen Bilder, die ganze Dokumentation ist da online. Ich freue mich drauf, das mit euch teilen zu können. Die sprechen immer wieder viele Leute an, hey, wie weit bist du, wann kommst du endlich mal wieder auf ein Treffen mit, gerade auf die Schweizer mit den ganzen Supra-Meetings, wo ich oft dabei war. Ich freue mich schon sehr und ich bin richtig geil drauf, wie das Auto mal wird, wenn es dann fertig ist. Genau, motormäßig lasse ich am Schluss noch überarbeiten, da bin ich mir selber zu unsicher, um das selber zu machen, vielleicht beim nächsten Projekt. Aber jetzt bei dem erstmal lasse ich noch die Finger davon. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich auf die Zukunft. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen habt, meldet euch. Ich würde mich über ein Like freuen. Abonniert mich, folgt mir auf Facebook, auf Twitter, Google+, YouTube. Ich bin einfach über ein bisschen Rückmeldung dankbar und hoffe, dass es euch in Zukunft genauso viel Spaß machen wird wie mir. Wie gesagt, Frage, Wünsche, Anregungen einfach kommentieren, könnt mir auch E-Mails über die Homepage schicken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt dran!